Moin und hallo. Moin und hallo? Okay. Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist schon wieder eine ganz schön lange Zeit her, dass ich irgendwas gefilmt habe. Also mindestens 6 Wochen, sage ich mal. Und es lag daran, dass ich 4 Wochen im Urlaub war davon und 2 Wochen lang einfach nicht gefilmt habe, sondern hier einfach geballert habe, weil ich ein bisschen im Verzug bin mit allem. Und dieses Filmen und Schneiden natürlich auch sehr, sehr viel Zeit kostet. Deswegen habe ich nicht so viel gefilmt. Ich werde euch da natürlich nochmal durchführen. Aber jetzt erstmal bin ich hier an diesem kleinen Gäste-WC, also ein Klöchen nenne ich das einfach mal. Und ich wollte eigentlich ja jemanden holen, der mir das alles spachtelt. Aber weil ich die ganze Zeit niemanden finde, der das macht, zeitlich, dachte ich setze jetzt hier schon mal die ganzen Kanten, damit die Person, die dann hier spachtelt und das ganze Zeug anwirft, dass die schon mal nicht mehr die Kanten setzen muss. Ich habe mir jetzt hier eben schon die hier mit der Flex zugeschnitten. Das hier ist dieses ganz normale Putzprofil für die Ecken hier. Das kommt auf die Seite, auf die Seite und auf die Seite. Und außerdem als Fensteranschlussprofil nutze ich das hier. Das habe ich in dem Video, wo wir das Bad gemacht haben, habe ich die auch schon benutzt. Die kommen hier in die Ecke. Auf der Seite passt das allerdings nicht, weil hier oben ist eine Revisionsluke von unten, also von unten. Das ist auf der einen Seite ziemlich geil, auf der anderen Seite auch blöd jetzt hier in dem Fall. Also in dem Fall hier ist mir die halt ein bisschen im Weg, weil ich kann das natürlich nicht hier hin machen, sonst müsste ich jetzt wieder den Putz wegmachen. Auf der anderen Seite kann ich das hier mitmachen, auf der Seite muss ich mir noch was anderes ausdenken, aber hier kann ich das auf jeden Fall hinmachen, da passt das auch. Das letzte Mal habe ich ja tonnenweise Putz erstmal da dran geschmissen, dass ich es überhaupt hinmachen konnte und habe mir so ein Gestell gebaut, dass das hält. Das war ein krasser Akt. Diesmal war ich mir das und werde einfach diese Kanten erstmal mit Elektriker-Gips, also hier mit diesem Schnelltrocken-Gips, werde ich die nur mal dahin kleben, dass die schon mal halten und dann kann ich danach in Ruhe anfangen darauf zu spachteln, also die Ecken einzuspachteln. Das macht es einfacher. Sauberes Werkzeug ist natürlich das A und O, ne? Ist ja völlig klar. Ich filme gerade auch im übelsten Fischei, sehe ich gerade. Das werde ich gleich nochmal ändern. Aber ich habe mir jetzt hier schon meinen Elektriker-Gips geholt, das ist hier drin. Wasser habe ich auch. Dadurch, dass ich jetzt hier auf dieses Putzvlies, was ja die abdichtende Ebene ist, hier zwischen Fenster und Wand, drauf spachteln muss, werde ich erstmal das ein bisschen anfeuchten, damit es auch Haftung eingeht. Das zieht da auch schön ein in das Zeug. Also es funktioniert auch, das Vornässen. Ich brauche es jetzt eigentlich nicht überall, sondern nur an 3 Stellen. Jetzt habe ich gerade fast hier in meinen Gips reingegriffen. Jetzt rühre ich mir das Zeug hier an. Jeder, der hier schon mal diesen Elektriker-Gips angerührt hat, weiß genau, wie unforgiving der ist. Also 1 Milliliter zu viel Wasser oder zu wenig und du hast schon keinen Spaß mehr. Und wenn du es halt verkackst, dann ist oft schon richtig verkackt. Muss ich halt echt beeilen, gerade wenn es draußen echt warm ist. So, diese Konsistenz wollen wir ungefähr. Da schmiere ich jetzt hier so 2 so Watzer hin erstmal. Das darf auch erstmal hier auf das Fenster kommen, das ist nicht so schlimm. Da ist ja noch so eine Schiene drauf. Nicht eine Schiene, so eine Folie, die dann später ja wegfällt. Hier ist meine Leiste, die setzen wir jetzt hier rein. Hier kann ich jetzt wirklich bis oben hingehen. Schnappe ich mir natürlich hier eine Wasserwaage und gucke, wie das passt. Muss ich hier unten noch ein bisschen rein. Hier unten ein bisschen schwierig. Jetzt nehme ich mir einfach meinen Rest, den ich hier habe, und schmiere den mir auch noch hier eben mit rein, ohne das zu verschieben. Und ich ziehe das so ein bisschen glatt, weil ich will ja, dass am Ende nur noch meine Putzschicht hier oben drauf ist und nicht hier der Elektriker-Gips. Aber wenn ihr hier so diese Löcher so ein bisschen miteinander verbindet, dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Haftung dann. Das bewegt sich dann auch nicht mehr. Ich würde euch noch empfehlen, dass ihr das nicht ganz ans Fenster dran drückt, weil wie ich eben schon gesagt habe, da ist noch diese Folie drauf und wenn ihr diese Folie rausziehen wollt, dann wollt ihr natürlich die ganz rauskriegen und nicht, dass dann doch was dahinter hängt. Also ich habe jetzt hier vielleicht 1 Millimeter Platz noch und das ist dann top. Wir sind etwa 3 Minuten vergangen und es ist schon hart hier. Also ihr seht, ich kann jetzt hier schon drücken und da ist schon hart, da passiert nichts mehr. Jetzt kommt natürlich der Eckwinkel, der muss hier vorne drauf. Jetzt haben wir einen Abstand hier gegeben durch das hier hin. Da kann ich mich hier oben an der Kante orientieren. Wir haben die Wand gegeben in dieser Richtung und hier unten ist natürlich noch nichts. Da muss ich mich jetzt so ein bisschen mit der Wasserwaage orientieren. Das heißt, ich muss es wahrscheinlich so leicht seitwärts hier drauf drücken. Oder ich stemme hier noch mal ein bisschen was weg, aber das ist schwierig. Ich muss gleich noch mal gucken. Aber das mache ich ganz analog zu dem, was ich jetzt gerade gemacht habe. Da schmiere ich auch den Elektriker-Gips hin und dann wird es hier hingeklebt, so aufgetragen ist. Jetzt muss ich mich halt wieder hier an meiner Wand orientieren. Das kann ich hier eigentlich so machen. Passt ja schon mal. Hier muss ich ein ganzes Stück weiter raus. Kaum noch geht, weil das Zeug so schnell aushärtet. Und dann haben wir hier noch, auch unten noch weiter raus, hier noch mehr. Schon fast unmöglich. Okay, ihr seht, es wird sofort steinhart, man kann nichts mehr machen und es ist komplett am Arsch. Also mache ich es nochmal raus. Ich hatte wieder das Verhältnis verkackt. Und dann ist es halt so, wie das, was ich gerade hier experience und das geht nicht. Dann lieber nochmal neu machen, weil wenn ihr das dann einmal habt, dann ist es ein bisschen hart geworden. Dann geht nichts mehr. Kann gut funktionieren, es kann aber auch richtig scheiße funktionieren. Eine andere Variante ist noch Fliesenkleber, aber Fliesenkleber habe ich gerade keinen da. Deswegen mache ich es hier mit. Ich habe jetzt ein bisschen gecheatet und mir hier diesen Ständer hingestellt. Ist mir einfach festgeklemmt und damit klebe ich es jetzt hier fest. Und in 5 Minuten ist es dann ja eh fest. Ich meine, am Ende mit den Fliesen sieht es sowieso nie wieder jemand, aber es geht aber nur darum, dass man eine Hilfe beim Spachteln hat. Weil jetzt kann man schön hier Putz reinmachen, kann es hier dran abziehen und dann ist gut. Also ist dann immer noch nicht super einfach. Wobei jetzt vielleicht beim nächsten ist es einfacher für mich. Aber ihr habt am Anfang gesehen in anderen Videos, ich habe es gehasst. Das war Horror. So, ich habe das Bild nur wieder zu dem geändert, wie ihr es gewöhnt seid.
Und so, dass es auch wieder Sinn macht. Ich habe jetzt hier die 3 Ecken gesetzt, 3 Kanten, rechts, unten, links. Mir ist noch eine wichtige Sache aufgefallen eben, als ich das gemacht habe. Ist jetzt bei mir nicht relevant, weil wir hier auf der Seite nicht bis zur Decke fließen wollen. Aber mal angenommen, ihr wollt jetzt die ganze Wand verfließen und ihr habt aber auch hier unten so eine Revisionsklappe, dann müsst ihr beachten, dass ihr nicht nur mit dem, wo ich jetzt hier bin, also mit dieser Schicht innerhalb von dieser Klappe seid, also so, dass hier noch öffnbar ist, zu öffnen ist, öffnbar. Weil ihr müsst da mit eurem Endbelag sein, weil wenn nicht, habt ihr ja immer noch das Problem, dass es nicht aufgeht. Also dann müsst ihr bedenken, dass ihr halt die Fliesenstärke plus Fliesenkleber habt, plus Putz. Dadurch, dass wir aber nur bis hier irgendwo Fliesen auf dieser Wand, ist das hier jetzt egal, weil das ist quasi unser Endbelag. Und ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Aber wir sind natürlich nicht fertig mit dem Stemmen. Jetzt wird hier drinnen weiter gestemmt. Und zwar sind hier noch diese 2 Wasseranschlüsse für das Gäste-WC hier. Aber dadurch, dass hier sehr wenig Platz ist an der Wand, haben wir uns überlegt, wir machen das auf diese Wand hier. Und dazu werde ich jetzt erstmal hier das hier freilegen und dann neue Rohre hier rüberlegen, dass ich dann hier meine neuen Anschlüsse hinmachen kann auf die Seite, dass man auch ein ordentlich großes Waschbecken hier hinmachen kann. Hier ist dann zwar kein Spiegel, weil hier das Fenster ist, aber dann kann man sich einen Spiegel hier über das WC hängen. Für hier habe ich natürlich auch, wie für überall sonst, diese Wandplatte hier, wo dann die Montagedinger, es heißt Montageplatte und da werden dann die Wandscheiben drauf montiert. Und die werde ich natürlich auch wieder hier reinsetzen. Das ist hier nicht so wichtig, das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt, aber es macht es halt einfach leichter, wenn man es damit macht, weil man hat dann einfach alles schön gerade und mit den richtigen Abständen. Deswegen arbeite ich gerne damit. Die werden ja üblicherweise etwa auf 60 cm Höhe vom Boden installiert. Also wir können hier mal wegen Fliese und Nivelliermasse von der Fußbodenheizung können wir mal so mit 62 rechnen. Dann sind wir hier irgendwo. Das sieht man hier natürlich richtig gut drauf. Von dem Abstand würde ich sagen, hier kommt auch nochmal 2 cm drauf im Schnitt. Und dann können wir uns hier wahrscheinlich ein 50er Waschbecken vorstellen, was aber auch relativ dicht an der Wand sitzt, aber halt nicht direkt an der Wand. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal hier von 60 ausgehen und dann davon eben 50 abrechnen. Das heißt, wir sind statt bei 25 sind wir hier bei 35 bei der Mitte. Das ist sogar genau hier. Das heißt, hier werde ich jetzt gleich meine Wandscheibe, meine Wandmontageplatte genau hier hinmachen und mit der Wasserwaage ausmessen. Also ich kann erstmal ausstellen hier grob. Das passt sogar. Hier muss ich ja dann rein. Bisschen tiefer muss ich damit noch. Das sieht schon besser aus. Ich habe jetzt hier natürlich keine richtige gerade Fläche, aber das ist in Ordnung. Wir haben ja hier diese komische Dämmplatten drauf. Deswegen, ich habe jetzt fast nur Dämmplatte weggemacht und nur ein bisschen von dem Mauerstein. Also das war jetzt nicht so viel, was ich weggemacht habe. Also hier seht ihr, das ist alles diese Sauerkrautplatte. Das wird jetzt einfach hier festgedübelt. Ihr kennt es ja schon, hier unten drunter muss ich auch noch freistimmen, weil ich ja mit meinen Rohren auch noch hier lang muss. Das wird jetzt sowieso ein bisschen eine Schwierigkeit, weil ich möchte ja auch hier eigentlich mit meinem Abwasserrohr hin. Vielleicht mache ich mir wirklich ein ganz neues Abwasserrohr nach unten und lasse das hier, mache das hier tot. Weil ich muss das so im Keller sowieso neu machen. Und wenn ich hier Schaum reinmache, dann wird das eigentlich, ja, dann kann ich einfach zuspachteln, dann ist gut. Weil mir das hier nämlich sehr im Weg ist. Aber die Wasserleitung kann ich natürlich einfach rüberlegen. So. Das ist relativ simpel. Um eben da durchzukommen, müssen wir natürlich auch dementsprechend lange Dübel benutzen. Da passen die hier auch ganz gut durch. Also die sind eigentlich optimal dafür. So ein Pack kann ich immer empfehlen hier. Ich habe hier diese 6x80er. Die braucht man echt immer mal. Da noch schnell gucken, dass wir das richtig rum hier hin machen. Wir kommen mit unseren Rohren von unten hier hoch. Deswegen müsst ihr es so rum festmachen. Wenn wir die Scheibe jetzt andersrum machen wollen würden, müssten wir das ganze Ding auch so machen, wenn wir jetzt mit den Rohren von oben kommen wollen würden. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ja, nee, mache ich nicht. Ich bohre erstmal ein Loch auf der Höhe, die ich brauche und haue das schon mal fest, weil es sind Schlagdübel und danach machen wir die andere Seite. 60, 62, das kommt hin. Und hier haben wir auch die 35er. Das passt auch. Ihr habt jetzt gerade gesehen, dass die erste Bohrung, die hat gar nichts gehalten. Deswegen war die hinfällig und ich habe direkt noch eine gemacht. Ich habe jetzt leider gerade keine Presse da, das heißt, ich kann das heute alles noch gar nicht machen, fertig. Deswegen stemme ich mir jetzt erstmal noch mal ein bisschen frei. Und es ist auch schon relativ spät, deswegen kann ich jetzt noch nicht mehr so mega lange stemmen, leider. Ich habe echt 5 Stunden vorhin an den Poolraum gestemmt und habe nicht alles geschafft, weil es halt echt viel ist. Aber gut, ist halt so. Ah ja, vielleicht nicht drehen, das könnte helfen. Vielleicht habe ich sogar Glück und es reicht schon wirklich nur, dass ich hier mit meinen beiden Rohren durch kann. Ich muss nur gucken, dass ich dann eben mit meinem Abwasserrohr auch gut hier hinkomme, dass ich da nicht kollidiere. Also da ich jetzt wirklich wenig
gestemmt habe die letzten Tage, habe ich damit heute direkt mal weitergemacht und habe jetzt hier mir einen Weg in den Keller gebahnt, damit ich das hier tot machen kann, wie ich gesagt habe. Also mit den beiden gehe ich hier rüber und dann hier dran. Aber ich kann ja nicht das hier auch hier rüber machen. Also habe ich mir gedacht, ich gehe halt neu in den Keller runter. Und das Problem ist eben dieser Wandversatz, habe ich auch schon gesagt. Und ich habe jetzt hier von oben einfach runtergestemmt. Und im Keller, die Wand geht ungefähr bis hier. Und da habe ich mir jetzt einfach einen Bogen reingemacht. Da kommt jetzt das hier rein. Bin ich ein bisschen schief geworden, aber es ist halt jetzt so, das ist, weil da unten so viel Stahl drin war. Ich meine, das ändert jetzt nichts. Jeder weiß, dass es nach unten weggeht, das Rohr, das ist dann in Ordnung. Da unten kommen dann ein paar Bögen dran. Ich habe jetzt nicht alles an Rohren da, was ich brauche, aber das meiste. Ich habe hier immer so eine Tüte mit so ein paar Teilen, kann ich jedem empfehlen, der sowas macht, weil man einfach immer wieder irgendwas braucht. Also es ist nie so, dass man irgendwas davon nie wieder verbraucht. Deswegen ist das schon okay. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen tiefer in die Wand reinstemmen, weil wie ihr sehen könnt, ist es hier immer noch nicht tief genug drin. Da werde ich jetzt hier noch einen Schlitz reinmachen. Die Wand hier ist ja dick genug, also ich meine, ich habe ja hier locker 25 cm. Da kann ich guten Gewissens einfach ein bisschen tiefer in die Wand. Das stemme ich jetzt noch hier mit dem großen Meißel wieder, den ich auf die Fliesen vom Pool benutzt habe. Und dann kann ich das schon direkt mit Lochband dahin fixieren. Also hier könnt ihr euch einmal das Resultat angucken. Das hier ist ja unsere Mitte, da sind wir jetzt drauf. Das können wir noch mal ein bisschen gerade ausmitteln so. Ich habe jetzt hier einmal fixiert. Da unten mache ich jetzt gleich Bauschaum rein und dann kann ich das einfach wieder bis hierhin zu betonieren und dann ist das schon mal erledigt. Und unten kann ich euch noch kurz zeigen. Alles voll mit Dreck hier natürlich. So sieht jetzt mein neues Rohr aus. Hier mache ich den Bauschaum drin, dann einfach von oben Beton rein. Und hier seht ihr das alte Rohr. Also ich meine, was ist das? Das kannst du keinem erzählen. Das war natürlich auch wieder toll hier zu bohren mit den ganzen Kabeln. Aber gut. Und dann kann ich hier irgendwie schön einen Einlauf machen und mache das hier alles neu, weil das hier sind auch wieder noch diese verklebten Rohre. Die will ich natürlich wegmachen. Solange jetzt der Bauschaum da unten trocknet, den ich jetzt da reingemacht habe, werde ich nochmal hier die Fensterleibung ein bisschen machen, ein bisschen spachteln, weil ich nämlich Angst habe, dass ich hier diese Kanten, die ich gesetzt habe, dass ich die abreiße, weil ich schon mehrfach jetzt immer dagegen gekommen bin. Deswegen fixiere ich die jetzt erstmal hiermit. Die Wand kann ich ja noch nicht spachteln, weil da ja dann erstmal noch die Leisten hin müssen, beziehungsweise die Rohre lang gelegt werden müssen. Deswegen jetzt erstmal durch Leibung hier, aber das ist ja auch schon mal gut. Das hier habe ich schon mal, das sieht ganz okay aus. Wesentlich besser als bei den anderen Zimmern auf jeden Fall. Aber man wird halt auch besser, ne? Hier habe ich noch Platz gelassen, dass man hier noch eine Fensterbank reinmachen kann oder wenn Fliesen drauf sind, kommt halt noch so eine Zierleiste hin dann. Und hier unten habe ich jetzt wieder zu betoniert. Habe hier meinen restlichen Putz reingeschmiert. Das kann dann morgen weg. Und in diesem Sinne mache ich jetzt Feierabend und wir sehen uns morgen wieder. Und ich bin wieder da mit einem meiner Lieblingswerkzeuge, der Säbelsäge. Und mit der Säbelsäge geht es jetzt hier diesem Rohr an den Kragen. Dabei muss ich sehr aufpassen, dass ich jetzt nicht die Frischwasserrohre mit abschneide. Love it. Ich liebe es, wenn Rohre schwingen. Also dieses Rohr hätte auch noch weitere 30 Jahre gehalten. Die sind gar nicht so schlecht. Und auch diese Klebeverbindungen, die halten für immer. Also die sind krank. Aber muss halt weg. So, jetzt habe ich es ganz weg. Jetzt sauge ich hier nochmal die Ecke, dass mir jetzt da kein Dreck reinfällt. Und dann mache ich da morgen einfach. Ich habe ja noch keinen Bauschaum wieder. Ich hatte mir das ja geliehen gestern Abend. Morgen kommt aber ein neuer Bauschaum. Dann kann ich auch einen Bauschaum reinmachen. Und dann kann ich es auch wieder zumauern hier. Beziehungsweise zuspachteln. Aber erstmal trenne ich das unten auch noch. Heute ist wieder Montag. Ich habe jetzt gestern einen Steinweg da hinten ziemlich fertig gemacht. Da warten wir jetzt noch auf die Rasenkante, dass wir den Rest auffüllen können. Also immer noch den Big Bag da liegen. Wir haben aber noch diesen 500 Kilo Big Bag von dem Anhänger runtergezogen. Das war ziemlich witzig. Habe ich leider nicht gefilmt. Dadurch, dass ich jetzt draußen erst weitermachen kann, wenn ich dieses Betonschleifgerät hole, was ich jetzt auf morgen vertagt habe, weil ich heute Nachmittag noch einen Termin habe, kann ich jetzt am Pool noch nicht wirklich weitermachen und auch nicht grundieren so richtig und spachteln. Deswegen schleife ich jetzt gerade hier so ein bisschen. Hier ist ja über diese Isolierung drauf gewesen von innen und hier drüben haben wir sie relativ okay abbekommen, hier oben. Aber hier unten hat es eben extrem geklebt und ich habe jetzt hier auch angefangen mit dem Schleifteller von der Flex das runterzuschleifen und ich zeige euch das jetzt gerade mal. Das funktioniert einigermaßen gut. Die Flex glüht, aber es funktioniert halt, es geht runter. Das Zeug ist ja wirklich richtig beschissen. Und man kriegt aber die Tapete wenigstens in einem Stück ab, sieht aber auch schon, dass da eben diese Beschichtung drauf ist, die uns einfach extrem stört. Es sind auch übrigens wieder mehrere Lagen Tapete hier, also das ist richtig toll. Und damit wir hier dann eine spachtelfertige Oberfläche haben, muss das natürlich alles runter. Also echt einiges an Arbeit, aber muss halt gemacht werden, damit uns der Putz nicht am Ende wieder von der Wand runterfällt. Das wäre natürlich äußerst ärgerlich und hätte sich die ganze Arbeit natürlich überhaupt nicht gelohnt. Deswegen machen wir uns jetzt hier die Arbeit und machen das richtig, auch wenn es echt gar keinen Spaß macht. Und hoffen dann, dass wir ein gutes Ergebnis erlangen können am Ende. Hier oben scheint jetzt sogar so abzugehen. Das natürlich, wenn es überall so gehen würde, wäre natürlich brutal.
Aber so ist es. Hier geht es schon wieder nicht mehr so gut. Also sie haben es teilweise zu gut verklebt. Nicht genug gepusht für mich. Schade. Naja, lieber ein bisschen als gar nichts. Alter, das ist geil. Hier unten müssen wir noch dieses Gewebe einarbeiten, also dieses Armierungsgewebe, dass wir hier keine Risse bekommen, weil das hier ist ja quasi eine alleinstehende Wand. Und dadurch, dass ich dieses Armierungsgewebe auf beiden Seiten jetzt ungefähr 20 cm einarbeiten möchte dann beim Verputzen, werde ich jetzt hier auch nochmal 20 cm freistellen. Einfach nur so einen Rahmen hier, damit ich das hier eben überlappen kann, damit diese Stelle hier mit abgedeckt ist. Das hier ist dieses Armierungsgewebe. Da schneide ich mir das jetzt einfach schon mal auf Länge zu für hier. So. Dabei schneide ich natürlich nicht in meine Fußbodenheizungsrohre. So, das ist für hier. Ich werde es jetzt grundieren, dann kann ich das heute Nachmittag vielleicht sogar schon spachteln, je nachdem, wie viel Uhr ich wieder nach Hause komme. Heute Nachmittag den ganzen Tag wieder der Uni. Also mal sehen. Da kommt jetzt hier diese Grundierung drauf. Das ist normalerweise eigentlich eher für Boden gedacht, weil die halt blau ist und wenn man da drüber streichen will, dann sieht man halt das Blau durch im Worst Case. Aber dadurch, dass wir das ja jetzt hier drauf machen und hier sowieso noch drüber tapeziert wird und wir ja jetzt erstmal drauf putzen wollen, wird man es sowieso nie wieder sehen. Und deswegen können wir jetzt das da drauf pusten. Pusten, genau. Spritzen. Und da kann ich auch hier direkt noch ein bisschen Grundierung mit drauf machen. Ich habe das zwar schon mal grundiert, aber viel hilft viel, ne? Und in den anderen Zimmern habe ich das jetzt auch vorbereitet. Da werde ich jetzt hergehen und die ganzen anderen Zimmer auch noch grundieren und dann kann ich das überall als nächstes einspachteln. Hier drin geht es jetzt weiter damit, dass ich hier mir diese Armierungsgewebe auf die Wand gedübelt habe, auf zwei Seiten einfach nur, damit die schon mal vorfixiert ist. Und da schneide ich mir das Ganze jetzt einfach hier auf dieser Höhe ab. Da habe ich ja durch meine Mauerung quasi eine schöne Schablone. So, und da wird jetzt hier eben meine Leiste angebracht. Die werde ich dann hier oben mit drauf spachteln. Bisschen gebastelt, aber es geht. Erstmal werde ich das jetzt mit hier dünnen Schicht Putz ankleben, dass mir das hier nicht mehr so rumhängt, weil das nervt. Und das, was hier übersteht, das schneide ich auch mal ab, das brauche ich nicht, glaube ich. Jetzt rühre ich mir erstmal Speis an, also Putz- und Mauermörtel. Vorgenässt habe ich das auch wieder. Und jetzt ziehe ich das Ganze hier, das ist relativ flüssig, ziehe ich mir jetzt erstmal hier auf so. Es geht jetzt wirklich nur darum, erstmal dieses Netz hier einzuarbeiten, dieses Armierungsgewebe. Das war es jetzt leider auch schon wieder mit diesem Video. Das letzte Video war ja unendlich lang, deswegen dachte ich, dieses Mal gibt es ein etwas kürzeres Video. Diese Nische sieht jetzt so aus. Ich habe das ja auf das Niveau von diesen Kanten gespachtelt oder verputzt, wie ich hier damals geklebt habe in dem Video. Ich habe jetzt inzwischen auch schon hier diese Wand gespachtelt, aber noch nicht gehabt, das muss ich heute noch machen. Aber dazu noch mal mehr in einem anderen Video. Und in den nächsten beiden Videos geht es um das Verlegen dieser Schlüter-Litra-Matte und darum, wie man hier so eine Rigipswand baut. Und weil ihr das ja bestimmt auf keinen Fall verpassen wollt, würde ich euch gerne darum bitten, einfach mal zu abonnieren. Ich freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar. Also schreibt gerne Fragen oder irgendwas in die Kommentare. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und dann bis nächste Woche zum nächsten Video von Aus Alt mach neu. Ciao!